Es gibt Kameras, die sind besonders schnell. Es gibt Kameras, die sind besonders hochauflösend. Und es gibt Kameras, die sehr professionelle Video-Features haben. Und jetzt gibt es diese Kamera hier, die neue Canon EOS R6 Mark III. Wir zeigen euch heute in der Praxis, was die neue R6 Mark III kann und warum sie für 95% von euch die perfekte Kamera ist. Egal ob du Hochzeiten fotografierst, Wildlife liebst, Fashion shootest, Filme drehst oder einfach eine Kamera willst, die alles kann, das hier ist sie. Tatsächlich haben wir aber nicht nur die R6 III für euch getestet, sondern auch noch eine zweite, ebenfalls sehr spannende Neuheit. Mehr dazu aber gleich. Aber warum ist jetzt diese Kamera hier so wichtig? Vor ziemlich genau 3 Jahren hat Canon mit der R6 Mark II eine Kamera vorgestellt, die tatsächlich bis heute die beste Kamera auf dem Markt ist, wenn man nicht einzelne Features rauspickt, sondern eine Gesamtnote inklusive Preis vergibt. Es gab aber aus der Community auch den ein oder anderen Kritikpunkt. Ob die R6 Mark III jetzt diese echt großen Fußstapfen füllen kann, das klären wir jetzt. Bevor wir aber jetzt zur Kamera kommen, fragt euch bestimmt, was die zweite spannende Neuheit ist. Und mit dieser Überraschung von Canon haben wir gar nicht gerechnet. Zusammen mit der R6 Mark III stellt Canon heute das neue 45mm vor. Und das kommt mit einer, jetzt festhalten, Blende von 1,2. Was uns aber fast noch mehr als die Blende überrascht, ist der Preis. Für unter 500 € bekommt ihr eine extreme Offenblende mit Autofokus, die nichtsdestotrotz einen hochwertigen Eindruck macht. Der Autofokus ist zügig und gerade in Kombination mit der neuen Kamera auch echt präzise. Es ist also eine gute Wahl für Lowlight-Situationen oder wenn ihr mal dieses besonders ausgefallene Bokeh sucht. Wir zeigen euch in dem Verlauf dieses Videos auch Bilder und einen wirklich detaillierten Blick auf die Ergebnisse bekommt ihr in unserem Livestream. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Aber jetzt zur Kamera. Der Body ist auf den ersten Blick typisch Canon und auch typisch R6. Griffig, vertraut und perfekt für Hybridnutzer. Wie immer hat Canon hier nicht die kleinste Kamera ihrer Klasse geschaffen, sondern dafür ebenfalls wie immer die Ergonomie ganz nach vorne gestellt. Als ich das erste Mal die Kamera in die Hand bekommen habe, muss ich sagen, war der erste Eindruck sehr, sehr positiv. Also Autofokus ist auf jeden Fall top on point. Der war auch vorher schon sehr, sehr gut. Ich glaube, der erkennt noch ein bisschen besser, welches Auge vorne ist. Schön knackig scharf. Liebe ich. Das hier ist Silke Anmay, Fashion-Fotografin hier aus Düsseldorf. Und sie hat die neue Kamera mit uns ausprobiert und auch das ein oder andere Ergebnis für euch. Die speichert schneller, definitiv. Die Speicherung war extrem schnell, der Autofokus hat wirklich seamless funktioniert und man kann sich sehr, sehr gut auf das Bild fokussieren. Noch einen Ticken besser als bei meiner aktuellen Kamera, der R6 II. Ja, top. Kannst du noch ein Stück weiter weg, oder? Also die Geschwindigkeit ist auf jeden Fall mega. Was uns bei Canon schon immer gefallen hat, die Kameras sind extrem robust. Und auch die R6 III ist bei Wind und Wetter einsatzbereit. Hier trifft Canon mal wieder den Sweet Spot aus. Robuster Bauweise, Ergonomie und gutem Handling, auch mit größeren Objektiven. Für mehr Grip sorgt im Zweifel der bekannte Batteriegriff, für die meisten sollte dieser aber gar nicht nötig sein. Auch der neue LPE6P Akku hat hier genug Bums, um die vielen Features der Kamera zu powern. Es können natürlich auch die älteren Akkus genutzt werden, wobei man dann mit entsprechenden Einschränkungen rechnen muss. Was die Ports angeht, hier haben wir noch eine gute Nachricht. Ja, auch die R6-Reihe ist jetzt endlich bei einem richtigen HDMI-Port. Für alle Videografen ist das echt wichtig. Natürlich haben wir aber auch die üblichen Verdächtigen mit an Bord. USB-C für Strom, Datenübertragung und Webcam-Funktion. 3,5 mm Mikrofon- und Kopfhöreranschluss und auch ein Fernauslöser kann hier angeschlossen werden. Bei der Speicherstruktur ist aber auch etwas Wichtiges passiert. Denn hier wurde ein SD-Karten-Slot gegen die deutlich schnelleren und zuverlässigeren CF-Express Typ B Speichermedien ersetzt. Den zusätzlichen UHS 2 SD-Karten-Slot gibt es natürlich weiterhin, zum Beispiel für redundante Aufnahmen. Wir haben hier also volle Geschwindigkeit, aber die Kamera ist trotzdem kompatibel mit den Karten, die ihr schon habt. Was hier allerdings fehlt, zumindest im Vergleich zum großen Bruder der R5 Mark II, die R6 III hat weiterhin keine aktive Kühlung und auch keine Lüftungsschlitze, die eine aktive Kühlung über den Batteriegriff erlauben. Trotzdem hat Canon hier das Wärmemanagement nochmal verbessert. Die Kamera sollte also auch in extremen Umgebungen nicht schlapp machen. Bevor wir ins Innere der Kamera einsteigen, ihr könnt die R6 III übrigens bei uns jetzt auch schon vorbestellen. Das könnte sich lohnen, denn die Erstauslieferung soll schon Ende November erfolgen.
Aber was geht jetzt in der Kamera ab? Nun, hier kommt eigentlich die größte und wichtigste Neuerung, der neue Sensor. Die Basis der R6 III ist der neue Vollformat-BSI-Sensor mit effektiven 32,5 Megapixeln. Auch wenn die R6 II Details beim Croppen eigentlich schon gut gehalten hat und auch viele kein Problem mit der Auflösung haben, gibt es doch auch Stimmen unter den R6-Usern, die sich ein bisschen mehr Auflösung und damit auch etwas mehr Flexibilität gewünscht haben. Bei der R6 III haben wir jetzt knapp 25% mehr Auflösung als beim Vorgänger und die helfen tatsächlich. Vor dem Wechsel auf das spiegellose System habe ich mit der 5D Mark IV gearbeitet und ich muss sagen, da vermisse ich schon bei meiner R6 II ein bisschen die Auflösung. So richtig glänzen kann der Sensor dann aber auch beim Thema Video, da sprechen wir aber gleich noch drüber. Was in der R6 III vielleicht noch ein wünschenswertes Feature wäre, die Möglichkeit, direkt in der Kamera schon eine geringere Auflösung auswählen zu können, um in gewissen Situationen einfach Speicherplatz sparen zu können. Was mir an der neuen R6 III mal wieder richtig gut gefällt, ist wie von Canon eigentlich gewohnt, bekommen wir hier super schöne, natürliche Farben und das vor allen Dingen auch bei den Hauttönen. Auch wenn ich nochmal etwas mehr aus dem Schatten rausholen möchte, zerfällt das Bild nicht sofort, sondern ich habe ordentlich Spielraum zur Verfügung. Wir schauen uns die Bildergebnisse aber noch einmal detailliert in unserem Live-Talk an. Ein kleiner Kritikpunkt an der R6 II war jedoch der Dynamikumfang. Gerade in schlecht kontrollierbaren Lichtsituationen, wie beispielsweise auf einer Hochzeit, hilft es einfach in Lichtern und Schatten ein bisschen mehr Spielraum zu haben. Auch beim Thema Video ist das einer der ausschlaggebenden Punkte. Die gute Nachricht, der Dynamikumfang der R6 III wurde hier verbessert. Wo es bei der R6 II noch knapp 12 Stufen waren, sind es jetzt um die 15. Auch das Rauschverhalten sieht in unseren ersten Tests richtig gut aus. Hier scheinen wir trotz der höheren Auflösung keine Kompromisse eingehen zu müssen. Ob sich damit auch das Autofokusverhalten im Lowlight verbessert hat, probieren wir gleich aus. Was uns aber erstmal Sorgen bereitet hat, ist die Auslesegeschwindigkeit des hochauflösenderen Sensors. Dies wurde von Generation 1 zu 2 schon deutlich verbessert. Ja, in 7K OpenGate ist der Rolling Shutter Effekt bei der neuen R6 III etwas deutlicher. Aber das ist für das höhere Format auch nicht verwunderlich. In allen anderen Formaten gibt es hier keine schlechteren Ergebnisse als bei der R6 II. Wir sind also happy, dass es hier keine Rückschritte bezüglich der Auslesegeschwindigkeit gibt, obwohl die Sensorauflösung deutlich höher ist und dementsprechend auch höhere Datenraten ausgelesen werden müssen. Dass wir hier einen brandneuen Sensor sehen, freut uns wirklich sehr. Denn Sensoren werden gar nicht so häufig neu entwickelt. Dieser neue 32-Megapixel-Sensor ist ein starkes Signal von Canon und gerade weil er so gut ist, sind wir gespannt, wann und in welchen Modellen er dann nach unten weiter vererbt wird. Und dass die Auflösung von um die 30 Megapixeln der perfekte Sweet Spot ist, das hat Canon bereits mit der 5D Mark IV und dann auch in der originalen EOS R gezeigt. Die neue Auflösung ist für mich ein enorm großer Vorteil. Normalerweise braucht man ja eigentlich nicht ganz so große Auflösung, gerade wenn die Bilder für Social Media oder das Web genutzt werden sollen. Aber ich habe grundsätzlich gerne die Freiheit, reincroppen zu können und den Bildausschnitt einfach in der Bearbeitung neu wählen zu können. Da helfen diese zusätzlichen Pixel enorm und trotzdem hat man hinterher nicht zu große Dateien. Ein Aspekt, an dem wir bei der R6 II eigentlich kaum was auszusetzen hatten, ist der Autofokus. Egal ob Personen, Tiere oder Fahrzeugerkennung, Tracking oder die generelle Geschwindigkeit des Autofokus, die Kamera arbeitet in fast jeder Situation sehr zuverlässig. Da war der Sprung von der ersten zur zweiten Generation so enorm, dass Canon hier gar keine großen Features oder Veränderungen vornehmen musste. Was bei der R6 III aber definitiv nochmal verbessert wurde, ist die Geschwindigkeit. Die R6 III fühlt sich einfach viel zackiger an. Der Autofokus der R6 III ist so gut, dass es wirklich schon schwer ist, ihn zu Fehlern zu bringen. Ich habe versucht, mal den Autofokus durcheinander zu bringen und mit Haaren und Schatten und Gegenlicht gearbeitet. Es gibt wirklich gar keine Chance. Du musst ihn quasi zwingen, wirklich Fehler zu machen. Die Zeiten, an denen man an den Autofokus denken musste oder sogar auf ihn warten musste, sind wirklich vorbei. Und durch den neuen Prozessor ist die Kamera wirklich so schnell geworden, dass einem das Thema Fokus eigentlich nicht mehr so richtig präsent vorkommt und man sich auf die wirklich wichtigen Dinge wie das Posing oder den Ausschnitt konzentrieren kann. Und mit der neuen Personenregistrierung kann man bis zu 10 Gesichter speichern und gleichzeitig gezielt tracken. Gerade auf Hochzeiten ist es eine super Funktion, um beispielsweise Brautpaar und Trauzeugen einzuspeichern, damit die Kamera nicht plötzlich die Tante Gertrud im Hintergrund anfokussiert. Auch wenn der Autofokus offiziell wie bei der R6 II weiterhin bei bis zu minus 6,5 Belichtungsstufen einwandfrei arbeitet, haben wir das Gefühl, dass es sich nochmal etwas verbessert hat. Da gab es allerdings bei anderen Generationswechseln im Canon-Line-Up deutlichere Sprünge. Ach ja, und anders als bei der C50 haben wir hier die Motivarten Personen, Tiere, Fahrzeuge und die automatische Wahl auch im Videomodus.
Beim Film ist der Autofokus übrigens genauso zuverlässig und schnell wie im Fotomodus. Lässt sich da aber auch sehr fein einstellen, um weichere Fokusübergänge hinzubekommen. Und wo wir gerade schon beim Thema sind, bei der R6 II auch schon richtig gut waren die Videoaufnahmen. Jetzt geht Canon hier aber noch einen echt großen Schritt weiter und hat die neue R6 III gleichermaßen für Foto und Video weiterentwickelt. Für mich und auch für viele andere Fotografen spielt das Thema Video eine immer größere Rolle und deswegen ist es super, dass man hier keine großen Abstriche mehr machen muss. Die R6 III bietet hier alle wichtigen Funktionen, die aber auch einfach erreichbar und auch einfach zu benutzen sind. Jetzt wird es allerdings etwas techy. Falls euch das Thema Video also so gar nicht interessiert, könnt ihr einfach bis zu diesem Timestamp hier vorspulen. Die R6 III hat nur wenige Funktionen nicht aus der C50 geerbt. Das 4K-Bild ist durch die höhere Auflösung des Sensors bei 4K mit 30p nun von 7K downsampled, sprich noch detaillierter, als es bei der R6 II schon war. Gerade wenn man einmal in der Post-Production nochmal das Framing leicht verändern möchte, hilft das schon, wenn das 4K-Bild etwas schärfer und klarer ist. Mehr Flexibilität gibt es dann bei 7K mit bis zu 60p. Volle Flexibilität gibt es dann bei 7K OpenGate RAW-Aufnahmen, sprich der vollen Sensorauflösung und auch in einem rohen Codec, bei dem wir beispielsweise die ISO und den Weißabgleich noch nach der Aufnahme beeinflussen können. Das ging bei der R6 II beispielsweise nur über einen externen Recorder. Auch Canon Log 2 ist jetzt mit dabei für noch mehr Dynamikumfang. Aber für einige Auflösungen und Codecs ist die CF-Express-Karte vorausgesetzt. Aber die Kamera ist in Sachen Video nicht zu überladen und auch das Menü ist für hybride Nutzer geeignet, die vielleicht nicht so viele Einstellungsmöglichkeiten brauchen, wie es Nutzer der Cinema EOS Kameras vielleicht tun. Insgesamt hat Canon auch hier einen Sweet Spot aus Funktionsumfang und User Experience geschaffen. Wer wirklich alle Optionen der Cinema-Kameras sucht, soll sich da vielleicht lieber die C50 genauer anschauen. Die ist quasi der etwas nerdigere Bruder der R6 III und ist wirklich für die Cinematografie ausgelegt. Insgesamt wurde hier aber wirklich gründlich an der Leistung und den verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten geschraubt und man könnte sagen, dass die R6 jetzt in Sachen Video so richtig erwachsen geworden ist. Leider kann man aber weiterhin die Speicherkarten nicht hotswappen, da die Kamera beim Öffnen des Kartenfachs weiterhin ausgeht. Auch das Histogramm wird automatisch ausgeblendet, sobald die Aufnahme beginnt. Da hoffen wir auf ein Software-Update. Auch verbessert wurde der Bildstabilisator. Der IBIS kann jetzt noch eine halbe Stufe mehr, sprich 8,5 Belichtungsstufen, in Kombination mit einem stabilisierten Objektiv ausgleichen und auch das Wobbeln im Randbereich bei weitwinkligen Objektiven wurde etwas verbessert. Wer es so richtig stabil braucht, kann aber auch noch den digitalen Bildstabilisator zuschalten. Der kroppt zwar leicht ins Bild rein, darf aber auch nach dem Motiv ausgerichtet werden. Auch die Möglichkeiten bezüglich Slow-Motion-Aufnahmen wurden hier überarbeitet. Wo der R6 II in 4K noch maximal 60p aufnehmen konnte, sind es jetzt bei der Mark III sogar 120p. Wer noch mehr Frames braucht, kann allerdings auch in 2K auf bis zu 180p hochgehen. Von extrem langsam zu extrem schnell. Geschwindigkeit ist eine der größten Stärken der R6 III, denn trotz der höheren Auflösung bekommen wir hier die gleiche Serienbildgeschwindigkeit, wie wir es auch bereits bei der R6 Mark II hatten. Es sind hier also 12 Bilder pro Sekunde im mechanischen und bis zu 40 Bilder pro Sekunde im elektronischen Verschluss möglich. Die Burstrate, also die Anzahl der Aufnahmen, die wir mit unseren 12 oder 40 Bildern pro Sekunde aufnehmen können, stellt wohl eines der größten Upgrades im Vergleich zur R6 II dar. Nehmen wir beispielsweise das Durchhaltevermögen beim Fotografieren von RAWs mit 12 Bildern pro Sekunde bei dem mechanischen Verschluss. Hier hatten wir bei der R6 II knapp 110 Bilder, bevor die Kamera schlapp gemacht hat. Mit der R6 III können wir über 1000 Bilder fotografieren, bevor die Kamera eine Pause braucht. Und das wohlbemerkt bei 25% mehr Auflösung. Das liegt natürlich zum einen an dem schnelleren Prozessor und dem größeren Buffer, aber wird letztendlich auch nur möglich, weil wir hier mit CF-Express Typ B auch eine deutlich schnellere Speicherkarte nutzen können. Ach ja, für alle Sport- und Wildlife-Fotografen, die Pre-Capture-Funktion wurde hier auch überarbeitet. Die Kamera macht da bis zu 20 Bilder vor der eigentlichen Aufnahme und die Bilder landen dann auch wie gewohnt auf der Speicherkarte und sind nicht wie bei der R6 II in einem unhandlichen Container gefangen, den man dann auf der Kamera auslesen bzw. sich dann sein gewünschtes Bild aussuchen musste. Außerdem kann die Funktion jetzt auf einer Funktionstaste programmiert werden, damit man in wichtigen Momenten noch schneller reagieren kann. Aber welche Kamera ist jetzt die richtige für dich? R6 II, R6 III oder doch die C50? Auch wenn es sich erstmal nicht so anfühlt, durch die Veröffentlichung der R6 III hat Canon uns die Entscheidung für eine neue Kamera
deutlich einfacher gemacht. Wenn du keine extrem langen Burst-Aufnahmen machst und selten in Highspeed-Szenarien wie Sport oder Wildlife arbeitest und auch das Thema Video nicht deine Nummer 1 Prio ist, dann bekommst du mit der R6 Mark II aktuell das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sind Serienaufnahmen und Video für dich wirklich ernsthaft relevant und du möchtest bei der Auflösung diese volle Flexibilität haben? Dann ist die R6 Mark III wirklich eine perfekte Wahl. Für alle absoluten Videonutzer draußen gibt es dann aber natürlich auch noch die C50, die nicht umsonst auch im Cine-Lineup von Canon angesiedelt ist. Wenn euch die genauer interessiert, schaut euch am besten auch unser Video dazu noch einmal an. Das Ganze findet ihr natürlich auch hier und in der Videobeschreibung. Mit der R6 Mark III hat Canon mal wieder eine Schippe draufgelegt und den perfekten Sweet Spot aus der richtigen Auflösung, der ausreichenden Geschwindigkeit und professionellen Videofunktion zu einem echt sehr fairen Preis getroffen. Die Kamera kostet weniger als 3.000 € und ist damit auch wirklich für sehr viele Foto- und Videografen ein super Gesamtpaket. Dabei ist auch eigentlich egal, in welchen Bereichen ihr arbeitet. Ob Wildlife, Sport, Hochzeit oder Fashion und Porträt. Die R6 III ist Stand jetzt einfach die beste Kamera, die ihr für den Preis bekommt. Und wer dann noch ein bezahlbares Objektiv braucht? Mit dem 45mm 1.2 hat Canon ein erstaunlich gutes und vor allem günstiges Objektiv gebracht, das zum Beispiel ein sehr guter Begleiter für Lowlight-Situationen oder für Porträts ist. Das Objektiv hat zwar nur 9 Blendenlamellen, die teuren L-Objektive haben hier 11, aber trotzdem hat es ein wirklich sehr schönes und weiches Bokeh. Das neue 45er ist auf jeden Fall ein sehr attraktives Objektiv, könnte für mich das 50er ablösen. Ansonsten nutze ich auch sehr gerne das 85er mit 1,2er Blende. Allerdings muss ich sagen, hat das hier schon den Vorteil, dass es extrem leicht ist im Vergleich und dadurch natürlich deutlich handlicher. Richtig cool bei schlechten Lichtverhältnissen und für den Preis einfach unschlagbar. Ein paar offene Punkte hätten wir zwar noch. So fehlt uns beispielsweise ein besserer Display-Mechanismus, bei dem man das Display zusätzlich auch direkt am Body mal kurz hoch und runter klappen kann, so wie es beispielsweise Sony oder Panasonic in ihren aktuellen Flaggschiffen machen. Aber auch ein etwas hochauflösender Sucher wäre nice to have. Aber was meint ihr? Fehlt bei der R6 III was oder welche Features hättet ihr gerne noch gesehen? Schreibt uns gerne unten in die Kommentare und falls ihr das Video früh genug seht, gesellt euch bei unserem Livestream dazu. Dort könnt ihr mit uns über die neue Kamera schnacken und eure Detailfragen stellen oder ihr schaut euch im Nachgang die ganze Aufzeichnung an. Ansonsten lasst gerne eine Bewertung da und falls euch das Video gefallen hat, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, damit ihr nichts weiteres mehr in Zukunft verpasst und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.